Hi ihr Lieben, heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Reise. Ich bin kurz in der Heimat und meine Mutter zeigt ihr traditionelles Kaiganer und ihr köstliches veganes Menemen. Beide Gerichte sind unter 10 Minuten fertig und ich entführe euch zwischendurch mit auf meine Reisen vom Dorfleben bis ins Stadtleben. Das hier ist Akçabat und hier gibt es die berühmt-berüchtigten türkischen Akçabat-Köfte in diesem Restaurant. Hier sieht man sie im rohen Zustand. Und dann perfekt gegrillt mit Eidern und einem gemischten Salat dazu. Es war einfach gigantisch lecker. Wirklich ein Muss, wenn man in Akçabat ist. Und jetzt angekommen im Dorf sieht man unser Haus. Natürlich haben wir unsere Gemüsegärten vor dem Haus, wie Kohl und Bohnen. Hier schmeckt einfach alles noch nach echter Natur. Wir haben unsere eigenen Quittenbäume und die Haselnusssträucher. Von den Verwandten gab es direkt selbstgemachten Käse und frische Eier. Heute gibt es Kaiganer von meiner Mutter. Dafür holen wir uns die Frühlingszwiebeln aus dem Garten und dann waschen wir sie ordentlich durch. Meine Mutter schneidet sie klein und knetet sie ordentlich mit Salz durch, damit sie weich werden. Dann haben wir noch Kartoffeln vom Vortag. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern durch die resistente Stärke der abgekühlten Kartoffeln auch noch gesund. Dann kommt etwas Maismehl dazu und dann wird das wieder ordentlich verknetet. Dann kommt die ganze Masse in die Pfanne mit dem warmen Olivenöl und dann wird das schön goldbraun angebraten. Dann müssen wir das Kaiganer natürlich von der anderen Seite braten. Dafür nehmen wir einen Topfdeckel und drehen das Kaiganer um und dann legen wir das wieder zurück in die Pfanne und dann wird das nochmal für ein paar Minuten weiter gebraten und so schaut das Ergebnis aus fürs perfekte Frühstück. Jetzt nehme ich euch mit auf meinen Spaziergang und zeige euch diese Idylle in diesem wunderschönen Dorf. Dieses Dorf hat etwa eine Höhe von 550 Metern über dem Meeresspiegel. Meine Mutter mit ihrer Freundin und ich natürlich auf Erkundungstour. Am Nachmittag ging es zum Sırt-Plateau und hört euch diesen Wind an. Die Luft ist hier so herrlich klar. Wir sind auf ca. 1600 Metern Höhe. Das ist das Restaurant von innen drin, sehr bekannt für sehr gutes Fleisch. Und hier ist es ein Muss, dieses leckere Fleisch mit einem gemischten Salat und Bulgur Pilav zu essen. Am Ende haben wir noch beim Metzger frisches Fleisch natürlich für zu Hause mitgenommen. Und das wird vor den Augen zubereitet. Ein Tag nach Trabzon in die Stadt. Und das Witzige, weil es so warm war, sind die Dolmuşs einfach mit offenen Türen gefahren. Die beste Belüftung überhaupt. Dann kurz durch Kemeraltı, das ist eine Einkaufsstätte, sehr bekannt in Trabzon. Und am vorletzten Tag waren wir natürlich in Akçabat. Das ist ein sehr bekannter großer Markt in Akçabat. Der findet jede Woche dienstags statt. Hier verkaufen die Menschen aus den Dörfern ihre eigene Ernte, alles frisch vom Feld. Es gibt hier wirklich gar nichts, was man nicht findet. Aber ich halte jetzt kurz meinen Mund und hört euch diese Atmosphäre an. Das hier ist alles selbstgemachte Butter und selbstgemachter Käse in allen Variationen. Das hier sind Yufkas, das sind so ganz dünne Fladenbrote, die ausgerollt und getrocknet werden. Dann hat man immer Vorrat für einen Börek für zu Hause. Und natürlich haben wir uns auch mit allem hier schön eingedeckt. Das sind traditionelle Taschen, die für diese Region sehr typisch sind. Und selbstgeflochtene Körbe. Zum Abschluss gibt es zum Frühstück Menemen von meiner Mutter auf ihre Art und Weise. Vegan, ohne Ei und innerhalb von 10 Minuten fertig. Meine Mutter hat rote und grüne Spitzpaprika genommen, frische Tomaten, Frühlingszwiebeln und Tomatensummu. Dann natürlich Gewürze wie Salz, Pfeffer und die Schärfe, Pul biberi. Dann wird das Menemen so lange gebraten, bis ihr so eine cremige Konsistenz habt. Es ist so lecker, Leute. Jetzt machen wir natürlich wie immer den Geschmackstest und dann tunken wir das Brot hinein. So isst man das bei uns.
Leute, wirklich ein Gedicht. Kocht's nach. Richtig lecker. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich über ein Abo und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.